ich weiß, bei euch geht das. Wenn ich weiß, das wird zu schwierig sein, dann macht man ein einfaches Muster oder jedes Paar erfindet ein eigenes Muster. Aber das ist einmal schön, das einmal zu erleben. Das ist gar nicht so einfach. Gut, ohne Lieder mal einfach probieren mit einem neuen Partner. 1, 2, zusammen, alleine und ausschütteln. 1, 2, zusammen, alleine, ausschütteln. 1, 2, zusammen, alleine, ausschütteln. 1, 2, zusammen, alleine, ausschütteln. La, 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 la. In der Zeit hätte jeder ein neuer Partner. Richtig, okay. So, mit Begleitung. 1, 2, 3, 4. La, 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 la. Das ist für viele Gruppen schon zu schwierig. Beim Partner bleiben. Wir machen eine kleine Variation. Also ihr bleibt einfach auf dem einen Dreiklang, kein Wechsel. Genau, eine von euch stellt die Hände zur Verfügung und die andere Person hat die Aufgabe, die Musik erlebbar zu machen. Das heißt, ich muss das nicht klingen lassen, ich kann tippen, ich kann streicheln, also einfach die Musik erlebbar zu machen auf den Händen vom Partner. Okay, ist das gleiche Lied. 1, 2, 3, 4. La, 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 la. Sehr schön. Natürlich gibt es keinen Wechsel, nur die andere Person stellt die Hände zur Verfügung. Die Aufgabe ist nicht, das Gleiche zu machen. Es kann ganz was Neues kommen mit dem Gedanke, die Musik erlebbar zu machen. 1, 2, 3, 4. La, 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 la. Ja, okay. So viele Ideen. Gut, jetzt bitte mit dem Partner miteinander austauschen. Was war für euch interessant? Was war besonders schön bei diesen kleinen Gestaltungen? Einfach für euch einmal austauschen. So, dieses tolle Lied, das hat so einen Nonsenstext, ist auch was ganz Lebendiges. Also danke für die Begleitung. Diese Idee jetzt, diese letzte Idee, wie ich am Anfang gesagt habe, wir machen diese Sachen nur kurz, sonst normalerweise in einer Gruppe würde man das schon länger machen. Diese Idee, diese Musik erlebbar zu machen auf den Händen, warum? Was hat das für einen Sinn, ein Ziel? Warum machen wir das? Wenn ich gehörlos bin, wenn ich gar nichts wahrnehme, kann ich das nicht umsetzen. Aber wenn ich mit Gehörlosen sowas gemacht habe, habe ich entweder einen Bassstab oder so etwas gehabt. Das heißt, dass sie natürlich nicht unbedingt meine Stimme hören, also manche vielleicht schon, aber sie hören, oder ich spiele den Rhythmus, Dum Dum Dea, Dum Dum Away, Away, so geht das Lied. Da müsste ich das begleiten mit einem Instrument, das wahrnehmbar ist. Und dann wäre das schon denkbar, also dass sie genauso das umsetzen. Also ich setze diese Klänge, diesen Rhythmus um für meinen Partner.
Also die Idee, dass erstens der Partner entscheidet, was sie macht. Ich muss das aushalten. Das ist auch nicht so einfach. Nein, das ist auch nicht so einfach. Jetzt stehen wir, oder manchmal machen wir das nur mit einer Hand. Und mit den Händen ist natürlich mehr Distanz, als wenn ich das am Rücken mache. Also ich mache oft solche Sachen am Rücken, aber da bin ich mehr ausgeliefert, wenn jemand da am Rücken herumspielt oder malt. Das ist oft zu nah. Also bei den Händen, finde ich, ist ein bisschen mehr Distanz da. Also für die Person, die also eigentlich das Instrument ist, also ich empfinde das, geht es darum, dass sie einfach die Möglichkeit haben, die Musik, den Rhythmus oder wie immer anders zu erleben. Und für die Person, die aktiv ist man hoch jetzt gefordert, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt da? War das angenehm? Halb. Es ist sehr ungewohnt, dass jemand da so herumtippt bei den Händen. New partner, one person is sitting and the other person is behind. Spielen die Musik oder malen die Musik auf den Rücken. Also das mache ich auch in der Lebenshilfe, also das lieben sie auch. Und je nachdem, wie die Gruppe ist, kann ich bei manchen Gruppen sagen, bitte versucht den Rhythmus zu spielen. Bei der Lebenshilfe kann ich das schon sagen, aber das verstehen Sie in dem Sinne nicht. Ich sage, wir malen die Musik für den Partner. Und das verstehen Sie schon. Und natürlich, dann gebe ich auch verschiedene Anregungen an. Man kann tippen, da macht man oft vorher für uns alleine. Es gibt große Striche, es gibt Punkte, es gibt Handrücken. Also ihr dürft alles ausprobieren. Bei den schwierigen Kindern gibt es natürlich 2 Spielregeln, nicht kitzeln und nicht wehtun. 3, 4, Dum Dum Dea, Dum Dum, away, away, sissy, gay, sissy, away, away, Mama Bianca, Mama Biea, Mama Bianca, Mama Biea, Uka Paka, Uka Paka, stop. Okay, kurz mit dem Partner austauschen. Wie war das jetzt, der Vergleich? Besser? Ja? War besser? Ja.